Fußball 2000, wir sind heute hier und wir ehren natürlich Werner Lorant, ehemaliger DFB-Pokalsieger und Europacup-Sieger mit der Eintracht als Spieler. Und wo sind wir denn hier heute eigentlich? Wir sind hier im Bad Kiosk Pro in der Südseite vom Bahnhof Frankfurt. Die wunderschöne Seite auf jeden Fall. Ja, rüber zum Basti. Ja, ich habe eigentlich keinen Bock zu sprechen. Ich bin ein bisschen verkatert, da bin ich ganz ehrlich. Sehr viele Sachen passiert in der letzten Woche. Ich habe das Gefühl, die letzte Woche ist irgendwie ein halbes Jahr her. Aber wir müssen natürlich über Tottenham sprechen, über die Auswirkungen, die das hatte, auch in Augsburg. Und ein bisschen hinausblicken und gucken, dass wir alle wieder in den Modus kommen. Während wir probieren, in den Modus zu kommen, lasst ihr schon mal Likes da, Kommentare. WhatsApp, dies, das, Ananas. Ich bringe die schon in den Modus. Marvin bringt uns schon. Auf jeden Fall. Nur die SG. Fußball 2000, wir sind hier im Bad Kiosk Bro und wir melden uns auch an Ostern, liebe Leute. Fußball 2000 macht keine Stopps. Wir sind hier am Start, einen Tag nach dem Spiel gegen Augsburg. Leider nur ein 0-0. Aber Julian, du warst vor Ort und da will ich dich gleich mal fragen, wie war es denn für dich, nach Tottenham, nach diesem durchaus enttäuschenden Spiel, wieder in die Fanränge zu kommen? Wie war die Stimmung generell erstmal so beim Reinkommen? Also die Stimmung war das ganze Spiel über sehr, sehr gut. Also was heißt überraschend? Ich fand auch nach dem Tottenham aus, hat man ja gesehen, wie die Mannschaft noch gefeiert wurde, auch zu Recht. Jetzt für die letzten Spiele noch aufzubauen, auch während dem Spiel. Wenn der Choreo gestartet, die Stimmung war top. Während des Spiels gab es die ersten Kevin Trapp-Fangesänge. Kevin Trapp, es strahlt Sicherheit aus. Beim Warmachen, bei seinen Paraden, so, man hat schon gemerkt, da ist eine gute Stimmung. Und ich fand vor allem auch am Ende, es gab minutenlanges Gesinge danach noch, wo wirklich die Augsburger Mannschaft war schon längst in der Kabine und es wurde noch gefeiert. Und auch während dem Spiel gab es wieder so ein Wechselgesang, wie ähnlich wie in Tottenham, wo es sich immer weiter hochgeschaukelt hat, wo du einfach richtig Bock einfach bekommst. Also von der Stimmung her war es top. Ergebnis war okay, hätte besser sein können, aber von der Stimmung her war es wirklich sehr, sehr gut. Das klingt auf jeden Fall gut, das ist genau das, was du sagst. Das kam tatsächlich auch am Fernseher total gut rüber, dass ich gemerkt habe, okay, da sind die Eintracht-Fans zumindest mega motiviert und auch die Eintracht, da müssen wir darüber nachdenken, ob die so motiviert gestartet ist. Also es war auf jeden Fall so, dass wir einige Veränderungen hatten. Wir haben ja in der Reaktion schon kurz gesagt, logischerweise, Santos musste rausrotieren. Dafür kam dann Kevin Trapp rein. Auf der Offensivseite ist Michy Batshuayi einer der Offensivposten gewesen, die man aber leider nicht gesehen hat. Und ganz ehrlich, wir haben es ja jetzt schon, glaube ich, 1- bis 2-mal gesagt in der Reaktion. Ihr habt es eben schon in den Highlights gesagt. Über die erste Halbzeit brauchen wir nicht sprechen, da ist gar nichts passiert. Ja, das war tatsächlich erschreckend. Weil das hat mir richtig Angst gemacht. Weil ich habe selber für mich so gespürt, dass dieser Donnerstag was mit allen gemacht hat. Du hast gesagt, es gab so ein emotionales Ende. Aber man hat schon viel Energie dort gelassen, auch als Fan. Du hast so das Gefühl gehabt, die Tage danach, jetzt gerade über Ostern, war man so ein bisschen in den, das war schon hart, was da passiert ist. Für alle Beteiligten mit den Aftermath, der da noch kam, mit den Verletzungen und so ein Kram, dass du dachtest, hoffentlich geht's der Mannschaft anders als mir. Ja. Weil anders als die Mannschaft muss ich ja nichts machen. Ich kann ja dann rumchillen. Ich muss ja Gott sei Dank nicht. Du hast doch ganz schön auf der Couch geflitzt. Ja. Muss man mal sagen, die Katzen kamen vorbei, und wir haben sie gestreichelt. Insofern ist es auch mal schön, Ich musste nichts leisten. Ich hatte damit aber Angst und habe in der ersten Halbzeit gedacht, ach du Scheiße, der Mannschaft geht's ja noch schlechter als mir. Weil ich konnte mich wenigstens noch aufregen an gewissen Stellen. Ja. Und bei der Mannschaft hast du das Gefühl gehabt in der ersten Halbzeit, der Stecker ist komplett gezogen. Ja. Und du hast nicht gesehen, was für eine Chance die wieder bekommen haben von den anderen auch wieder. Ja. Du hast schon wieder Ergebnisse gehabt, wo du dachtest, Alter, die Eintracht kann sich langsam wirklich bei der Konkurrenz bedanken. Und leichte Flashbacks zum letzten Jahr, wo es auch so ein Streckenrennen gab. Aber das war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu sehen. Man muss das ansprechen. Diese erste Halbzeit war eine Katastrophe. Auch wenn man die Umstände mit einrechnet. Natürlich sind die Umstände schwierig. Aber so eine erste Halbzeit zu spielen, mit der Chance an einem 30. Spieltag gegen einen Gegner, für den es um gar nichts mehr geht, weiß nicht. Ich glaube, dass es eine Halbzeit geknallt hat. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Es ist ja dieses Mittelfeld, es ist ja alles vom Punkten her. Ja. Theoretisch ist ja für die auch noch Europa möglich, deswegen. Es ist jetzt nicht, dass die kommt, aber an sich, ich verstehe was, also wie war es denn für dich da tatsächlich? Denn im Endeffekt ist es ja durchaus so gewesen. Du hast ja gesehen, die Konkurrenz hat ja eigentlich für uns gespielt. Ne? Also es war ja wieder so, dass wir gesagt haben, okay, alle, die jetzt nach Augsburg fahren, die müssen ja eine große Motivation haben. Ja, du sagst, okay, 3 Punkte und du bist mit einem Bein in der Champions League. Also ich glaube, Mainz hat zu Hause gegen Wolfsburg letzte Minute irgendwie wieder Ausgleich kassiert. Leipzig hat gegen Kiel nur unentschieden gespielt. So, es ist gefühlt jeden Spieltag dasselbe. Irgendjemand lässt immer Punkte liegen, deswegen hast du jedes Mal die Möglichkeit, diesen Abstand auszubauen. Ja. Wir haben jetzt den einen Punkt geholt, wir haben sozusagen, dieser Abstand ist gleich geblieben, wir haben uns nicht irgendwie absetzen können, jetzt kommen halt diese 3 direkten Duelle. Aber natürlich fährt man dahin und hat die Hoffnung, diese Motivation, dass man jetzt diesen Schritt nach vorne machen kann. Ich hatte aber auch vor dem Spiel, keine Ahnung, Augsburg ist in der Rückrundentabelle Dritter. Das muss man sagen. Die haben in der Rückrunde nur gegen Bayern München verloren. Ja.
Ich hatte vor dem Spiel mir schon erhofft, dass wir dort einfach nicht verlieren und einen Punkt holen. Natürlich alles, was mehr ist natürlich nimmt man mit. Klar. Aber deswegen jetzt, über zweite Halbzeit können wir gleich noch reden, aber der Punkt am Ende, finde ich, ist okay dafür, dass man berücksichtigen muss, die sind auch noch halbwegs drin im Kampf von Europa, gefühlt das ganze Mittelfeld ist da drin. Ehrlich gesagt finde ich, das erklärt die erste Halbzeit trotzdem nicht. Weil Nein, auf gar keinen Fall. Im Endeffekt gebe ich dir recht, wenn wir zur zweiten Halbzeit kommen, dann kann man sagen, ganz ehrlich, wenn das Spiel so läuft wie in der zweiten Halbzeit, und es soll nicht sein, dann gehst du mit einem Punkt nach Hause und sagst, es ist alles gut. Klar. Weil du dann siehst, die Mannschaft lebt. Aber wenn wir nur über die erste Halbzeit sprechen, dann ist das schon beängstigend, egal wer der Gegner ist, ehrlich gesagt. Und egal wer der Gegner ist, wenn du so auftrittst, dann hast du trotzdem das Gefühl, die haben nicht gerafft, um was es geht. Du willst ja nichts. Das Problem, was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe, ist, dass ich nichts gesehen habe. Ja, weil du wolltest nichts. Du hast gar nicht diesen Willen verspürt. Ich weiß nicht, sag du mir mal, wie du es in den Rängen gesehen hast. Vielleicht sah es anders aus. War Augsburg so taktisch überlegen, dass sie die Frankfurter gut weggekocht haben? Das glaube ich nicht. Das war ein Spiel, bei dem die Eintracht überhaupt gar nicht die Möglichkeit hatte, Chancen zu etablieren. Ich habe keine Ahnung, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Also, wir hatten es in den Highlights gerade schon gesagt, das war 0,0 Expected Goals, 0 Schüsse, nichts offensiv. Ja. Du hast hinten relativ viele Ballverluste, Fehlpässe, du denkst, es geht gar nichts. Ja. Deswegen war auch in der Halbzeit mein Gedanke weiterhin, bitte einfach hier einen Punkt holen, weil sonst geht es hier, sonst wirst du ja am Ende noch abgeschossen, wenn es so weitergeht. Es kam ja zum Glück diese zweite Hälfte, die wirklich Hoffnung gemacht hat, wo wirklich eine Leistungssteigerung kam, wo man am Ende sogar sagen kann, hier kannst du eigentlich 3 Punkte mitnehmen, wenn die Chancenverwertung besser ist. Auf der anderen Seite, Augsburg hatte auch ihre Chancen. Ja. Ist schwierig am Ende, finde ich. Im Endeffekt, wir reden viel schon ein bisschen lanciert jetzt über die zweite Halbzeit. Aber lass uns die natürlich, kurz abschließen. Ich meine, vielleicht kann man diesen Kater, den die Eintracht hatte, auch verstehen aufgrund des Donnerstages. Vielleicht ist es ein Stück weit, ich sage nicht komplett, aber ein Stück weit erklärbar, dass du so in dieses Spiel reinslidest. Du hast auch den einen oder anderen Spieler gehabt, der scheinbar durchziehen muss, also mit Etikett. Das hast du in der ersten Halbzeit, finde ich, deutlich angemerkt, dass der auch irgendwann, der war nach dem Tottenham-Spiel, glaube ich, besonders enttäuscht. Also den hast du angemerkt. Ich glaube, dass der musste sich seinen Kater und seine Enttäuschung auch so ein bisschen rausspielen. Ich finde, dass man bis zu einem gewissen Grad diese erste Halbzeit, um die abschließend, erklären kann. Aber ich bin ehrlich, das hat mich ehrlich gesagt echt verängstigt in der ersten Halbzeit. Da bin ich bei dir, und was ich aber trotzdem irritierend fand, ist, dass man ja durchaus dann gemerkt hat, wenn du ein paar Stellschrauben drehst, dann kann das Spiel ja in eine andere Richtung gehen. Und dann stelle ich mir trotzdem die Frage, warum man nicht früher diese Stellschrauben behoben hat. Man hat es gemerkt, ein Knauf kommt rein, eine andere Dynamik des Spiels wird gleich offenbar. Ja, ich merke, dass die Eintracht plötzlich einen anderen Zug zum Tor hatte in der zweiten Halbzeit. Warum gehe ich da nicht so voran? Ich habe das Gefühl, ein Stück weit, und das haben wir viel, ich habe übrigens in den Kommentaren mal gefragt, liebe Leute, welche Themen sollen wir für euch mal ein bisschen beackern? Jetzt Ostermontag, jeder darf sich was wünschen, ihr dürft Eier suchen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann gucken wir Eier suchen, Fußball 2000, auch mal Fragen stellen im Endeffekt. Und ihr habt ganz oft auch die Frage gestellt, ist zum Beispiel die Aufstellung ein bisschen zu angsthäsig gewesen von Tino Topmöller in der ersten Halbzeit? In der zweiten hat er nämlich die Anpassung gemacht. Was ist dein Take dazu? Also ich finde beispielsweise gegen Heidenheim wurde ja auch rotiert nach dem Tottenham-Spiel. Jetzt war wieder das Tottenham-Spiel. Ich finde an sich, Rotation ist wichtig, und ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Deswegen vorm Spiel würde ich jetzt nicht sagen, nee, mach das nicht, wir müssen hier, also Rotation nach so einem Spiel ist, glaube ich, ganz normal. Es hat gegen Heidenheim perfekt geklappt, in der ersten Halbzeit überhaupt nicht. Du hast deswegen mit 2 Stürmern gespielt. Eben, also so angsthäsig. Ich muss ganz ehrlich demjenigen, der die Frage gestellt hat, sagen, ich habe von Tino Topmöller schon angsthäsigere Aufstellungen. In Bremen hatten wir 2 Offensive, hier hatten wir deutlich mehr. Ich finde trotzdem, man hat ja gemerkt in der Halbzeit, er hat ja gewechselt, er hat Knauf gebracht, er hat Bahuja gebracht. Es ist ja nicht so, dass er hat ja gecheckt, hier geht gar nichts. Und diese Wechsel haben ja auch richtig gut funktioniert. Ein Knauf, ein Bahuja, die haben ordentlich Tempo reingebracht, die haben Chancen kreiert. Es war ja auf einmal das, was ging. Ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir das nicht mehr, dass wir irgendeine Doppelbelastung haben. Deswegen jetzt hoffe ich, dass im Endspurt einfach jedes Mal der bestmögliche Kader, die bestmöglichen Spieler starten. Aber nach so einem Tottenham aus, wo die Leute nicht auf 100% sind, ich glaube, du musst irgendwie rotieren ein bisschen. Ja. Ich glaube, das ist normal. Ich kann das nachvollziehen, und ich finde auch den Punkt, den du angebracht hast, durchaus sehr richtig. Wir sind ja mit 2 Stürmern gestartet. Stellt sich ja die Frage, ob die 2 Stürmer, die gespielt haben, genau die richtigen Stürmer waren, oder ob da der Wahi, der ja durchaus bei gegen Tottenham eingewechselt wurde, dann plötzlich gar keine Rolle mehr gespielt hat. Da muss man sich die Frage stellen, wo ist dann jetzt hier der Sinn? Batshuayi ist ja kein Stürmer, bei dem ich jetzt sage, der läuft jetzt besonders viel und er arbeitet sich die Bälle, sondern der eigentlich normalerweise in der Box die Dinger macht. So, ne? Das war dann für mich diese Irritation. Aber kommen wir tatsächlich wirklich mal zur zweiten Halbzeit, und da sehen wir ja durchaus einen Wechsel. Da sehen wir nicht nur den personellen Wechsel, sondern auch einen Mindset-Wechsel. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Eintracht mit einer anderen Frische rausgekommen ist, und wir natürlich aber mit Knauf und Bahuja gemerkt haben, die Zange, die funktioniert ja tatsächlich schon, und die Dynamik war eine ganz andere. Ja, wahrscheinlich fühlen die sich einfach in diesem System wohler. Vielleicht ist das Learning. Vielleicht wirkt das dann auf dem Spielberichtsbogen erstmal
so, okay, das ist jetzt wieder nur ein Stürmer. Ja. Aber wenn du diese offensive Dreierreihe dahinter hast, die dann mithilft, vorne irgendwie offensive Aktionen zu kreieren, ist das vielleicht dann nominell nicht offensiv, aber faktisch auf dem Platz dann doch. Ja. Dass du das Gefühl hast, wenn die Mannschaft sich so wohler fühlt, dann ist der Trainer auch angehalten, ehrlich gesagt, die Mannschaft so zu stellen, dass sie diese Kraft entwickeln können. Weil eigentlich, theoretisch gesehen, ist ja so ein bisschen Widerspruch gewesen. Du wechselst einen Stürmer aus, spielst aber in der zweiten Halbzeit wesentlich offensiver. Also es war ja eigentlich ein Widerspruch. Und trotzdem hadere ich ein bisschen damit, dass man es nicht schafft, auch mit 2 Stürmern in irgendeiner Art und Weise auf den Platz zu kommen und Offensive zu kreieren, weil das ist ja nicht verboten. Wir können ja jetzt auch nicht sagen, ja gut, das geht mit 2 Stürmern nicht. Die Aussage, die daraus schließt sich eigentlich, ist ja, wenn wir mit 2 Stürmern spielen, dann kommen wir zu keinen Torchancen. Ja. Das kannst du ja nicht akzeptieren. Nein. Du musst ja Möglichkeiten finden, das kann jeder Bundesligist, auch mal mit 2 Stürmern zu spielen. Es muss möglich sein, mit 2 Stürmern auch offensive Aktionen zu kreieren. Und das ist, es kann nicht sein, dass man sagt, ja gut, wir müssen wieder in das System. Wenn das so ist, spielt die Saison so zu Ende. Aber langfristig muss die Eintracht auf jeden Fall in der Lage sein, und das war ja auch das Ziel vor der Saison, mehrere Systeme zu spielen. Und ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, dass Batshuayi zum Beispiel in der ersten Halbzeit auch Pech gehabt hat. Wenn du als neuer Stürmer von Anfang an in so eine Truppe kommst, die in der ersten Halbzeit keine einzige Torchance kreiert, alle gehen dann auf dich los und sagen, der Batshuayi, Fremdkörper. Jo, Bruder, was genau soll der denn machen? Er ist halt kein Mamouche, das muss man sagen. Mamouche hat sich manchmal vielleicht die Chancen selber kreiert, einen ausgenascht und zack, zack, zack. Das ist Batshuayi nicht, das weißt du aber auch, wenn du ihn kaufst. Also ich hätte mir tatsächlich Batshuayi in dieser Mannschaft in der zweiten Halbzeit auch gewünscht, weil ich glaube zum Beispiel, dass der eventuell eine von diesen Chancen, die dann in der zweiten Halbzeit dazukamen, vielleicht hätte er die reingemacht. Weil die anderen Leute, die da vorne waren, nicht mehr so frisch im Kopf waren. Also von daher glaube ich schon, dass es nicht so sein muss, dass Etikette jetzt die Saison durchspielt, sondern dass du trotzdem variabel bleiben musst, auch mit den, wie du es gesagt hast, mit Wahi zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, was in der zweiten Halbzeit viel entscheidender war als das System, ist, dass es eine Halbzeit muss es geknallt haben. Ich meine, wir waren nicht dabei, aber ich glaube auch, dass Dino Topmöller ähnlich sauer war wie wir oder ähnlich verängstigt wie wir, was diese Mannschaft da gespielt hat oder wie schlecht es der Mannschaft ging in der ersten Halbzeit und dass das eher dafür verantwortlich war, dass es in der zweiten Halbzeit geknallt hat, weil das hat's dann und dann bin ich mit der zweiten Halbzeit und der ersten Halbzeit selbe Ergebnis. Komplett anderes Leben. Ja, und das ist ja ganz kurz, da will ich ganz kurz rein. Also auf der einen Seite finde ich es tatsächlich komplex und schwachsinnig, ehrlich gesagt finde ich es schwachsinnig, Batshuayi jetzt irgendwie verantwortlich zu machen für irgendwelche Ergebnisse. Der ist derjenige, der letzte Abnehmer und der ist halt nicht derjenige, der sich im Mittelfeld immer die Bälle holt. Das muss man sagen. Dass er kein Tor geschossen hat, das ganze Mittelfeld hat in der ersten Halbzeit nicht funktioniert. Hat auch nicht geschafft, ihm Chancen zu generieren. Und das ist ja natürlich genau der Punkt. Ich finde aber, was du ansprichst, in der zweiten Halbzeit ist vollkommen das Ding, weil wir ja dann zumindest eine Emotionalität gesehen haben und einen Kampf gesehen haben. Und wenn es da nicht funktioniert, sind wir ja trotzdem zufrieden, weil wir dann Chancen gesehen haben. Ne? Und das, willst du was trinken? Willst du was trinken? Ich hab was. Ja, nee, das ist gar kein Problem. Also das ist dann für mich der ganz, ganz große Unterschied. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, Julian, dass die Mannschaft manchmal in einem zu komplexen System unterwegs ist und sie sich unnötig schwer macht. Ist das vielleicht aber auch so ein Ding, was man vielleicht sogar Dino Topmöller ankreiden muss, weil du merkst schon, dass das System nicht schnell ist, sondern manchmal klack und manchmal funktioniert es nicht. Und da habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft manchmal überfordert ist. Ich weiß gar nicht so genau. Also ich finde... Das ist nicht schlimm, du musst nicht alles wissen. Ja. Ich finde... An sich, wenn du das System ab und zu umstellst und irgendwie variabel bist, ist ja nicht schlecht, wenn die Gegner sich nicht so gut auf dich einstellen können. Wenn du aber prinzipiell ein System hast, das funktioniert, jetzt vor allem in der Rückrunde mit diesen Flügen, mit Bahoja und Knauf, Ekitike im Sturm, was jetzt auch in Augsburg wieder in der zweiten Halbzeit so war, wo man gesehen hat, was da alles geht, finde ich, kann man das schon mal durchspielen. Wie gesagt, durch Rotation, was auch immer, jetzt mit dem Doppelspitze, fand ich auch nicht schlimm, weil es kann funktionieren, hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Wie gesagt, ich mache auch Batshuayi überhaupt gar keinen Vorwurf, weil niemand hat in dieser ersten Halbzeit performt. Niemand hat da irgendwas Gutes gerissen. Deswegen, ich finde es schwierig mit diesem System. Ich hoffe jetzt für die letzten Spiele, dass man halt irgendwas klar hat, dass wir jetzt mit diesen Flügeln hoffentlich irgendwie durchspielen können. Knauf ist jetzt wieder da. Ich weiß nicht. Okay. Ob das jetzt, also ich weiß nicht, ob nur dieses System jetzt daran hängt. Ob finde ehrlich gesagt, dass auch Dino Topmöller, weil du hast schon recht, ich habe dieses Gefühl auch, seit er da ist, dass du an gewissen Stellen so eine Kontrolle hast, die an gewissen Stellen sogar schadet. Merkst du schon? Weil du das Gefühl hast, brech doch mal aus und dann hält man sich wieder und dann spielt man den Ball hinten raus, auch wenn es hochgefährlich ist. Ja. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das machen, weil nur so kannst du es lernen. Ja. Wenn du das nicht unter Stresstests übst, diese Spieleweise, dass du im Ballbesitz irgendwie agieren kannst, dass du die Dreiecke auf dem Platz hast, um dann zu Torschancen zu kommen. Ich glaube, das müssen wir einfach aushalten. Wir müssen auch aushalten, dass das alles junge Spieler sind. Das ist ja der Punkt. Ne? Alles aushalten.
Und bei allen Systemdiskussionen, die anfangen und da macht man sich Gedanken um den Spieler, dann wird der einzelne Spieler rausgegriffen, ist mir alles scheißegal. Es sind jetzt noch 4 Spiele. Und mir ist fast egal, wer spielt. Es geht einfach um die Einstellung und darum, dass du dieser Mannschaft mit Freude ansiehst, was für eine Chance diese Mannschaft hat und dass du nicht das Gefühl hast, die pennen auf dem Platz inklusive Trainer ein. So, wie gesagt, ich akzeptiere die eine oder andere Erklärung dafür und es ist anstrengend, die ganz vielen Spiele zu haben. Dann hast du mit Mario Götze eine Verletzung, dann hast du im Tor wieder einen Wechsel, dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen Druck auf der Eintracht. Es ist alles egal, Leute, es sind jetzt noch 4 Spiele. Du hast in der eigenen Hand in die Champions League zu kommen, über die Liga, was die Eintracht noch nie geschafft hat. Das wäre historisch. Das wäre historisch. Übel krass. Wenn man das so wie in der zweiten Halbzeit in Augsburg sieht und es klappt nicht, ist doch alles in Ordnung. Ja. Aber ich will es zumindest sehen. Ich will sehen, dass die Mannschaft weiß, alles klar, go. Egal, ob der Trainer sagt, du musst da und dahin laufen oder dies und das und Ananas. Es geht um die Basics. Christopher Michel hat das vor 1 oder 2 Wochen gesagt. Christopher Michel Official. Wichtig bei allen Diskussionen ist, wenn die Basics nicht stimmen, dann kannst du dich in Detaildiskussionen verheddern, dann ist alles egal. Ja. Und die Basics müssen stimmen und die müssen auch vom Trainer kommen. Was eine schwierige Aufgabe für ihn ist, weil ich habe es angesprochen, das ist eine junge Mannschaft. Die werden auch in Löcher fallen. Die werden sich auch Gedanken machen. Die werden auch Druck spüren. Die werden denken, ach du Scheiße, jetzt wird's ernst. Und die waren noch nicht in diesen ernsten Situationen. Es ist ein Unterschied, ob du ein erfahrener Spieler bist, wie, keine Ahnung, in der Europa-League-Mannschaft Sebastian Rode, der schon alles gesehen hat, oder ob du Nene Brown bist, der noch nicht in dieser Stresssituation war. Darüber haben wir auch gesprochen gestern. So, ja. Dass du nicht in dieser Stresssituation warst. Und das musst du lernen. Und Bahoya wird beim Tottenham-Spiel unfassbar viel gelernt haben, wie man es nicht macht. So, und das gehört zu der Entwicklung dazu. Aber hier ist der Trainer gefragt, diese junge Mannschaft, das habe ich vor einer Woche so genannt und ich bleibe jetzt bis Saisonende dabei, die Eintracht muss wieder in den Modus kommen. Modus, weil 4 Spiele schaffst du. Du schaffst das, 4 Spiele in den Modus zu kommen. Bin ich bei dir. Schreibt ihr mal bitte ganz kurz in die Kommentare oder könnt auch länger in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie die Eintracht sich da vielleicht nochmal verändern muss, vielleicht nochmal eine andere Motivation hinbekommen muss. In der zweiten Halbzeit war das auf jeden Fall durchaus besser. Es ist aber auch so, da gehe ich auch so ein bisschen in deine Richtung. Es ist so, sind nur noch 4 Spiele und du musst jetzt auch versuchen, alles vielleicht mit einer ähnlichen Aufstellung auch durchzubrutalisieren. Am Ende bleibt es, das ist die einzige Option und es ist trotzdem auch vollkommen richtig, was ihr ja gesagt habt. Die Eintracht ist momentan enorm gut unterwegs und das darf man nicht vernachlässigen. Ja. Wir sind Platz 3, wir haben aktuell 3 Punkte, glaube ich, Abstand, ne? Ja. Genau, wir haben 3 Punkte Abstand auf Platz 4, darunter sind noch mal ein paar Punkte mehr. Das heißt, man hat es immer in der eigenen Hand und das ist jetzt noch eine sehr, sehr gute Situation. Wir müssen natürlich aufpassen, und deswegen reden wir hier auch darüber, dass man diese Situation halt auch bewahrt. Weil das ist natürlich essentiell für die Eintracht, fürs Weiterkommen, wenn wir uns angucken, wie schnell, wie viel Geld andere Mannschaften bekommen. Ne? Und dementsprechend müssen wir halt auch dranbleiben. Deswegen ist eine Champions-League-Qualifikation total wichtig. Aber ich will trotzdem noch mal auf einen Punkt, muss ich trotzdem noch mal rein. Auch wenn wir viel über Einzelspieler sprechen. Aber ich muss es in den Kommentaren, ich habe gefragt, also habe ich auch die Antworten bekommen. Und dann muss ich natürlich auch dich jetzt mal fragen. Dich war viel in den Kommentaren. Julian, also wir sagen, da war ganz viel in den Kommentaren, mein Lieber. Ja, Wenn ich über Kommentare spreche, dann muss ich auch über dich jetzt mal rein. Ja, muss ich leider über dich sprechen. Ekitike wurde tatsächlich ein wenig kritisiert und als relativ egoistisch betrachtet. Ja. Zuletzt ja ein bisschen knausiger durchaus gewesen. Wie ist dein Take dazu? Kannst du das nachvollziehen oder würdest du das abwehren? Ich kann es nachvollziehen. Ich muss zur Einordnung sagen, ich bin ein relativ großer Fan. Ich mag es, wenn es ins Dribbling geht, aber ich sehe ja auch, dass teilweise es Situationen gibt, wo es deutlich besser wäre, mal den Mitspieler zu suchen, abzuspielen, weil es eher mal eine Chance geben würde. Auch in Augsburg, er hätte einfach mal ablegen können in einer Situation, ich glaube auf Knauf, dann wäre ein Torschuss zustande gekommen. So, ich will ihm jetzt hier seine Technik nicht, das ist wirklich geisteskrank, wie gut dieser Spieler ist. Ja gut, wenn wir über seine Technik sprechen, muss man auch sagen, ist ja was Blinde reden über... Wirklich. Nein! Er dreht sich dann da und es ist ja auch... Junge. Er ist ja auch jetzt hier, ja. Und deswegen, Gott, ist die Augsburg-Stimme. Ja, ich merke schon. Diese technischen, diese Version, was er alles hat, das ist ja wirklich krass. Ich finde aber, wenn er sich dann 1000-mal dreht und du denkst ja, okay, der Gegenspieler hat sich jetzt darauf eingestellt, das bringt jetzt vielleicht nichts, spiel doch einfach mal ab. Das verstehe ich und dass teilweise das zu häufig vorkommt, dass er lieber das selber machen will, dass er zu ehrgeizig vielleicht ist und selber das Tor machen will. Wenn er da das Gespür für findet, öfter noch die Mitspieler zu finden, glaube ich, wäre er noch besser, als er eh schon ist. Ja. Dass er jetzt nur egoistisch ist, finde ich jetzt schwierig. Vielleicht in den letzten Spielen ein bisschen häufiger. Ich glaube, bei so einem jungen Spieler spielt aber, wie gesagt, dieser Ehrgeiz einfach auch eine unfassbar große Rolle. Und man hat gesehen nach dem Tottenham-Spiel, wie emotional der hat vor der Kurve geweint. Der
der war wirklich am Boden zerstört, so, weil der wirklich, ich glaube, für den, wie für alle anderen jungen Spieler, das wäre halt riesig gewesen, das Halbfinale einzuziehen. Ja. Und ich glaube, es kann in dem Alter halt echt sein, dass du zu ehrgeizig bist, du denkst, ey, ich will jetzt dieses scheiß Tor machen, ich will mit einem kompletten Willen das machen und dass man dann im Kopf einfach denkt, ich will das jetzt selber machen und nicht den Gegenspieler, den Mitspieler sucht. Das könnte ich vielleicht als Erklärung... Finde ich aber eine gute Erklärung, Julian. Und da will ich dich fragen, lieber Basti, ist es vielleicht tatsächlich so, dass hier, also Chip on his shoulder mehr oder weniger, dass er vielleicht den Druck spürt, dass er derjenige ist, der jetzt Mamouche ersetzen muss und dass er weiß, dass alles, was dahinter kommt, vielleicht gar nicht gleichwertig, noch kein gleichwertiger Ersatz ist und dass er das spürt, scheiße, ich muss es machen, die Last liegt auf meiner Schulter. Ist es vielleicht so ein bisschen ein Thema von ihm? Ich glaube tatsächlich aber, dass das zwei Seiten hat bei ihm, weil ich glaube, es gibt einen Etikette in ihm drin, der das feiert. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass ihm das gefällt, dass er der Spotlight-Spieler geworden ist. Und ich finde, das hast du ihm auch angemerkt. Er ist ja so ein bisschen aus dem Schatten von Mamouche getreten. Und ich glaube, Krösch hat das sogar auch mal erwähnt, dass man das Gefühl hat, okay, diese Spotlight-Position tut ihm gut. Gleichzeitig gebe ich dir recht, dass du bei diesem Tottenham-Spiel das Gefühl hast, okay, vielleicht ist das an gewissen Stellen ein bisschen zu viel. Weil er auch durchziehen muss. Und normalerweise wäre der schon längst ein Kandidat von mir gewesen, wo ich sage, ey, ruh dich mal ein bisschen aus, Bruder. Das ist für dich auch jetzt die erste krasse Profisaison auf dem Niveau, wo du mit Sicherheit in Löcher fallen wirst, wo du auch mental in Löcher fallen wirst, doch ganz normal. So. Ganz ehrlich, so junger Spieler, auch er, das dürfen wir nicht vergessen. Wir können immer nicht über die anderen Jungs, der ist auch noch ein junger Spieler. Und wenn der diesen Chip an seiner Schulter hat, dann hätte er sich eigentlich an gewissen Stellen eine Pause verdient. Das Problem ist, du kannst ihn halt nicht ersetzen. Nee. Und das ist wieder eine ganz andere Baustelle, über die dann diskutiert werden muss, dass du es halt nicht geschafft hast, den Topmüller jemanden hinzustellen, wo er guten Gewissens sagen kann, ich kann Etikette mal 1,5 Spiele draußen lassen. Ja. Und das ist für beide Leute jetzt eine blöde Situation, für den Trainer und für den Spieler. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ähnlich was über Hoyer gesagt habe, das auch für ihn gilt. Dieses Tottenham-Spiel, das wird ihm gerade nicht gefallen, das kennen wir auch alle selber. Das gefällt dir in der Situation nicht, aber später wirst du mal sagen, ja, das hat mir geholfen. Ja. So, das war blöd an dem Abend, das war scheiße, die Emotionalität hat mich überwältigt, aber eigentlich im Nachhinein hat mich das an gewissen Stellen stärker gemacht und auch das, was du gesagt hast, das wird er lernen müssen. Und ich glaube, das kann man festhalten, ohne ihn zu kritisieren. Der muss mannschaftsdienlicher werden in gewissen Situationen, weil das einfach effektiver wäre. Aber, Leute, das ist ein junger Spieler, den jetzt zu kritisieren und zu sagen, boah, ich gehe jetzt auf Etikette los. Das wäre der allerletzte, der mir jetzt einfallen würde, wo ich sagen würde, oh, da müssen wir aber mal über ein Etikett sprechen. Der muss mal auf der Bank. Nein, weil ich glaube, dass du all das, was mit ihm passiert und was ihm passiert, erklärbar ist. Und da kommt es für mich leider zum entscheidenden Argument, es gibt keine Alternative. Ich halte eine ganz wichtige Sache für essentiell. Du hast gesagt, einzelne Situationen, einzelne Spiele attackieren. Ich glaube, das ist total kontraproduktiv jetzt sowieso, ja. Also erstmal sowieso schwierig, ja, aber man... Sozialen Medien alleine liest auch, was für Spieler es hier mal eingeschossen wird, wo ich dachte, wir sind doch Eintracht-Fans, wir sind doch ein Zusammending, warum muss man sich denn immer... Wenn irgendwas nicht klappt, immer so... Ja, Spieler, ja. Ich meine, ganz ehrlich, wir sehen doch tatsächlich, dass Chaibi beispielsweise kein herausragendes Spiel gemacht hat. Das ist halt einfach die Realität. Das bringt aber auch nichts, sich jetzt auf die einzelnen Personen zu manifestieren und zu sagen, ja, da müssen wir jetzt was ändern. Ja. Das muss erstens der Trainer hinbekommen. Und im Endeffekt haben wir noch diese 4 Spiele, über die wir gerade reden. Und der einzige Weg, wie wir das schaffen, wie wir schwierige Spiele, wie gegen Leipzig, wie wir schwierige Spiele, wie in Mainz gut bestreiten, wie wir das letzte Spiel gegen St. Pauli bestreiten können, ist nur zusammen. Das ist die Eintracht, deswegen heißen wir Eintracht Frankfurt, es geht nur zusammen und es funktioniert nur, indem wir keine Grabenkämpfe machen, sondern indem wir das Ziel im Fokus haben und zusammen überlegen, wie kann es am besten funktionieren. Und deswegen ist draufhauen, glaube ich, intern auch mal wichtig, aber nicht einzelne Spieler outcallen, zu sagen, der ist scheiße, das ist kontraproduktiv. Ich glaube beispielsweise muss man auch, wenn wir über eine ganz gute zweite Halbzeit sprechen, natürlich auch ein bisschen Salz in die Wunden packen, weil ich natürlich gesehen habe, dass so viele Ballverluste am Start waren, dass ich gemerkt habe, dass im Aufbau sehr, sehr viel nicht funktioniert hat, dass wir unfassbar ineffizient in Sachen Flanken oder noch schlimmer, Freistößen und Eckbällen waren. Wir hatten einen Freistoß, der kam sehr gefährlich, da gab es eine gute Kopfballsituation, alles andere war daneben. Da muss in solch engen Spielen, wie gegen Augsburg, muss ganz klar sein, dass ich durch Standards eventuell zu einem Torerfolg komme. Das habe ich wieder nicht gesehen. Das heißt, es sind Aufgaben für die Eintracht, aber das muss ich produktiv und gemeinschaftlich lösen. Es geht auch nicht anders. Du hast jetzt eine Woche Zeit. Im Endeffekt, die Doppelbelastung ist jetzt weg. Du hast es vorhin angesprochen. Du hast jetzt eine ganze Woche Zeit, dich aufs Leipzig-Spiel vorzubereiten. Du kannst jetzt deine körperlichen, deine mentalen Wunden lecken. Das müssen die Fans, glaube ich, auch machen.
ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das was mit allen gemacht hat. Also wenn du dich so im Freundeskreis irgendwie umhörst, jeder ist so down, jeder ist irgendwie in so einem Modus, wo er sich... Frustration war riesig nach Tottenham. Ja, und der Kater ist auch lange. Ja. So, der Kater hält auch bei mir noch an. Klar. So, und dann, man muss sich jetzt trotzdem in dieser Woche in irgendeiner Art und Weise wieder aufrappeln. Wie rappelt ihr euch auf? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das gerade schafft, euch wieder zu motivieren. Ja, weil die Situation ist immer noch geil. Du hast immer noch, trotz der Verletzungen, die wir haben, genug Spieler, die es managen können. Ja, safe. Du hast die Möglichkeit, tabellarisch das selber zu regeln. Ja. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, statt dass du jetzt als Verfolger auf andere angewiesen wärst. Das ist die Eintracht nicht. Die Eintracht hat es in der eigenen Hand. Die Eintracht muss jetzt in der Woche wieder in den Spirit kommen, das zu schaffen. Und da hast du recht. Da sind Einzelspielerdiskussionen völlig kontraproduktiv, weil es geht um eine Gesamteinstellung, die auf dem Platz ist, um dieses Spiel zu gewinnen, Bock zu haben, gegen Leipzig einen Riesenschritt zu machen. Wenn du die distanzierst, wenn du gegen die gewinnst, das ist ja direkter Konkurrent, 6 Spiele, dann hast du andere Vereine, die spielen in München, wo du dann wirklich jetzt einen Riesenschritt machen kannst am Samstag. Am Ende, Samstagabend, Flutlicht, das Stadion muss wieder brennen. Ich weiß, dass das heute wahrscheinlich noch nicht passieren würde, aber es sind noch ein paar Tage. Wir werden uns alle in dieser Woche wieder in Modus bringen können. Und ich sage dieses Wort jetzt bis zum Saisonende. Modus. Einfach zu sagen, go, go, go. Die Chance ist da. Dann mache ich es nochmal hier extra. Modus. Das ist zu einfach. Das kam sehr natürlich. Ja, das war sehr authentisch. Nein, das ist zu einfach. Jetzt drauf scheißt, weil es gibt so viele Dinge, die man diskutieren könnte. Ganz kurzer Shoutout an Kevin Trapp, wie der wiedergekommen ist. Keine Angst, den habe ich noch auf meiner Rubrik. Dann ist gut, dann halte ich das zurück. Aber am Ende, es gibt so viele Sachen, die man diskutieren muss. Es gibt so viele Spieler, wo man überlegen muss, macht das nächstes Jahr noch Sinn? Es gibt so viele Spieler, wo man Angst hat, gehen die im Sommer, bla bla bla. Aber all das ist aktuell scheißegal. Ja. So, du hast so das Gefühl, es wabern viele Dinge. Man muss auch mal gucken. Und es ist auch eine unglaubliche Enttäuschung. Werden wir wahrscheinlich dann im Zuge von Trapp auch zukommen. Diese Verletzung von Santos zu verkraften, ist auch hart, Digga. Ja. Der arme Kerl, der macht diesen riesen Fehler, reißt sich das Kreuzband, der spielt einfach noch. Scheidet aus. Ja, krass. Wäre wahrscheinlich nächstes Jahr eventuell die Nummer 1 geworden. Ja. Und muss jetzt das verkraften, was richtig übel ist. Für alle Beteiligten, für ihn auch. Ja. Dann hast du Mario Götze. Also es gibt so viele Stories, an denen man sich jetzt in irgendeiner Art und Weise festkrallen könnte, um zu erklären, warum es nicht läuft, wie wir es gesagt haben. Dann ist der und die... Es ist alles scheißegal. Es ist mir alles scheißegal. Wir werden im Sommer so viel Zeit haben, Dinge zu analysieren, aufzuarbeiten. Jetzt ist Go-Time, Leute. Modus. Aber Basti, du sprichst gerade viele Leute an, viele Spieler, die dir natürlich auch im mannschaftlichen Umfeld unterwegs sind. Und dann gucke ich hier nochmal, weil ich habe die Frage noch aufgeschrieben, liebe Leute. Ich vergesse eure Fragen auf keinen Fall. Und ihr habt nämlich auch gefragt, ja, wie ist es denn mit wann bekommen denn die sogenannten anderen Spieler überhaupt noch eine Chance? Weil aktuell sieht's ja gar nicht so aus, als hätten die noch eine Möglichkeit reinzukommen. Und das ist durchaus vielleicht ein Punkt. Muss man diesen Kader nochmal, also gedanklich nochmal ein bisschen erweitern, dass man halt sagt, okay, du hast ja eben schon gesagt, für dich wäre es eigentlich okay, mit der ersten Elf zu spielen. Aber vielleicht ist es ja doch eine Option zu sagen, warum ist ein Ebimbe komplett raus? Ja, warum? Dahoud ist auch sehr klar. Mo Dahoud sitzt mittlerweile auf der Tribüne. Das sind auch genau die Fragen. Also du nimmst die Fragen gerade aus der Community und jetzt hoffe ich, dass du sie selber auch beantwortest. Ich meine, würde ja dann gut funktionieren. Na klar, hier, ja? Ganz einfach. Also jetzt bei Dina Ebimbe oder Dahoud. Ja. Ich bin ja nicht im Team. Ich habe keine Ahnung, was da intern läuft. Das ist ja bei Fußball 2000, ja. Also wirklich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da die internen Gründe sein könnten. Ja. Man kriegt es ja von außen nur mit, sind nicht im Kader, sitzen auf der Tribüne, sind gar nicht im Stadion, was weiß ich. Ja. Ich finde jetzt für diese letzten 4 Spiele, muss ich so sagen, es ist mir egal. Okay. Ich will jetzt, dass wir die Scheiße durchziehen mit den Leuten, die wir haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt, wenn Dahoud jetzt die ganze Rückrunde nicht gespielt hat, ob er jetzt eine Rolle spielt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja. Absolut keine Ahnung. Ich will jetzt diese 4 Spiele zu Ende bringen, dass wir jedes Spiel wie ein Endspiel sehen, dass wir richtig diese scheiß Punkte holen, um uns oben festzubeißen und den 3. Platz, oder von mir aus 4. zu verteidigen. Das wäre so wichtig. Und dann, wenn die Saison vorbei ist und wir das erreicht haben oder auch nicht, dann kannst du, finde ich, das aufarbeiten und gucken, was ist schiefgelaufen, warum hat ein Dahoud, warum wurde er geholt, warum spielt er keine Rolle mehr richtig, was ist mit dem Dina Ebimbe, warum ist auf einmal so eine... Er hat auch auf Insta ja Sachen gepostet, so von wegen, also was alles schlecht läuft und so, wo du merkst, hab ich gar nicht mitbekommen, siehst du mal, Social Media. Er hat so eine Insta-Story gepostet, wo, ich weiß gar nicht genau, wo seine Nachbarin und so auf dem falschen Parkplatz stand, ausgesehen, und dann sollte er wegfahren und dann hat er auch es sind irgendwelche Unstimmigkeiten auf jeden Fall, wo da nach außen auch ein bisschen was kommuniziert wird, so, wo du merkst, okay, da scheint nicht alles rund zu laufen, aber trotzdem finde ich jetzt, will ich im Saisonendspurt das eher ausblenden und ich finde am Ende, wenn die Saison vorbei ist, kannst du das nochmal überarbeiten. Und musst du, auf jeden Fall. Aber Julian, du hast einen Punkt angesprochen. Du hast Ebimbe angesprochen und ich bleibe dabei, vielleicht
Es gibt den Europacup Ebimbe und es gibt auch den RB Ebimbe. Und ja, Ebimbe war gegen RB Leipzig immer wieder ein spannender Faktor. Vielleicht, man muss natürlich die Trainingssituation beobachten. Bietet er sich an, bietet er sich nicht an. Und wenn er es selbst schafft, sich nochmal zu motivieren, die letzten Spiele, würde ich vielleicht überlegen, da ihn zumindest auf der Bank nochmal zu positionieren, weil das waren merkwürdigerweise immer die Spiele, wo er reinkam und durchaus mal eine Szene gezeigt hat. Und ich sag mal so, auf der Bank schadet er tatsächlich nicht. Ich glaube, Marvin, dass ich dich da enttäuschen muss. Ich glaube, ja, wie so oft. Ich glaube nicht, dass Ebimbe noch ein Spiel für Eintracht Frankfurt bestreiten wird. Also ich glaube, dass da Dinge passiert sind, die dazu geführt haben, dass das so ist. Welche es sind, weiß ich auch nicht. Ja. Es ist im Endeffekt aber so, dass ich damit überhaupt nicht mehr rechne. Ich habe vielleicht andere Spiele auf dem Schirm, wenn man sagt, okay, das mit Batshuayi hat jetzt nicht funktioniert, jetzt ist Can Uzun der Nächste in der Reihe, der sagt, ey, let's go. Oder Wahi ist der Nächste in der Reihe, der eventuell mal hier und da eine Chance kriegt. Ja. Aber auch das sind, glaube ich, Dinge, die nicht kriegsentscheidend sind. Das ist richtig. Im Endeffekt sind das Nuancen. Ich kann auch die Diskussion verstehen. Ich würde auch Can Uzun gerne öfter sehen, weil ich das Gefühl habe, der kann im Endeffekt das, was Mamouche mitgebracht hat, was wir verloren haben, kann der bis zu einem gewissen Grad ersetzen. Ich glaube, Can Uzun kann aus dem Nichts ein Tor machen. Das können manche nicht. So, manche müssen sich das hart erarbeiten, dann müssen die Chancen. Die Eintracht muss es generell gerade sehr viel. Die Chancen kommen nicht wie selbstverständlich. Ja. So, die Chancen müssen kreiert werden und Can Uzun ist einer, der kann vielleicht mit ein bisschen weniger Aufwand eine Chance kreieren als der eine oder andere Spieler. Deswegen, ich verstehe die Fantasie, die Leute bei diesem Spieler haben. Aber auch der wird nicht über den Rest der Saison komplett entscheiden, sondern es wird darauf ankommen, dass alle zusammen irgendwie, wieder in den Modus kommen. Modus. Aber das schließt ja nicht aus, dass Tino Topmöller sagt, okay, um in diesen Modus zu kommen, brauche ich halt an der und der Stelle einen anderen Spieler. Vielleicht aber auch ein bisschen Zweikampf. Ja, einen anderen Spieler. Oder zu sagen, okay, der eine Spieler, der hat jetzt die Chance bekommen, der bekommt jetzt halt nicht mehr. Biet mir mehr an. Also du musst jetzt ja auch nicht sagen, gut, jetzt ziehst du aber durch, auch wenn es falsch ist. Nee, du kannst ja Sachen ändern. Ja. Wird ja auch getan. So, du hast im defensiven Mittelfeld immer andere Aufstellung. Du hast in der Offensive auch immer eine andere Reihenfolge bei den Einwechslungen. Wie gesagt, ich kann die Diskussion verstehen, ich habe aber heute gar keine Energy, mir irgendwie Fantasien auszudenken, okay, wenn das passiert, dann ändert sich das. Nee. Für mich ist das ein grundlegendes Ding, die Situation anzunehmen, den Kater abzuschütteln und dann wird der Rest von selber kommen. Wer dann auf dem Platz steht, werden wir dann sehen. Das muss dann halt der Trainer entscheiden und das muss er weise entscheiden und muss vielleicht auch wenn es ihm bei dem einen oder anderen Spieler nicht gefällt, eine oder andere unangenehme Entscheidung treffen. Ja, aber Leute, die reinkamen, Leute, die plötzlich auf dem Platz stehen, da müssen wir natürlich auch über eine Person sprechen, die vielleicht am Mittwoch noch nicht gedacht hat, dass sie am Sonntag auf dem Platz steht, aber das mit einer Bravour gemeistert hat. Am Sonntag ein wichtiger Spieler gewesen, am Ende sogar dann noch das Unentschieden festgehalten. Kevin Trapp ist zurück. Er hat sich mit einer herausragenden Leistung wieder nicht nur ins Gespräch gebracht, sondern seine Position manifestiert. Du hast eben richtig angesprochen. Santos fällt aus, Kreuzbandriss. Wer weiß, wie lange das dauert. Gute Besserung übrigens an dieser Stelle. Ja, das ist echt bitter. Alter. Ja, weil es war insgesamt eine tolle Leistung, die er zuletzt geleistet hat. Es war natürlich ein bisschen ärgerlich. Tottenham, wie gesagt, muss man auch, Leute, auch da wirklich Bälle flach halten. Junger Spieler, wir wissen alle, Dinge können passieren, Fehler können passieren. Das ist das, was wir einkaufen, wenn wir sagen, wir holen junge Spieler. Dementsprechend nicht verrückt machen, weitermachen. Aber Kevin Trapp, mit der Erfahrung, hat er uns am Sonntag durchaus diesen Punkt festgehalten. Und tatsächlich ist das der Moment, wo wir wieder sagen müssen, wir sind froh, dass wir einen Kevin Trapp haben, der uns vielleicht die nötige Sicherheit, Kevin Trapp, er strahlt Sicherheit aus, die letzten Spiele noch geben kann. Es ist eigentlich perfekt vom Timing her, dass er jetzt genau sozusagen Kau wieder, ablösen kann. Ja. Ich fand wirklich als er reingekommen ist zum Warmmachen, war auch schon, man hat gemerkt, es wird gefeiert, gejubelt, so, man ist froh, dass ihr das, weil es ist ja einfach wirklich ein Legendenspieler, so was er geleistet hat. Klar, mittlerweile eben, aber ich finde, man muss halt immer gucken, wie jetzt mit Leistung und so, aber jetzt gibt's halt die Frage nicht, wer ist besser, weil Kau ist verletzt, so, deswegen ist es gut, dass Kevin da ist, dass Kevin jetzt spielt und auch sozusagen diese Sicherheit. Es strahlt Sicherheit aus. Mitgeben kann jetzt für die letzten 4 Spiele als erfahrener Spieler, der das schon kennt, glaube ich, ist sehr gut. Man hat auch gesehen, die letzte Aktion, als er da gegen Tietz den Ball gegen die Laufrichtung gehalten war, sehr, sehr stark, super, sehr wichtig. Es hätte auch easy, dass wir hätten in Augsburg noch verlieren können, so ist ja nicht. Deswegen, Kevin Trapp hat Sicherheit ausgestrahlt. Hoffentlich macht er das jetzt auch die letzten Spiele und dann bin ich relativ zuversichtlich, dass zumindest jetzt dieses Torwart, die Diskussion jetzt erstmal für die Saison jetzt zu Ende ist. Man weiß, gut, Kevin wird es jetzt zu Ende spielen und dann kann man ja gucken, wenn Kau irgendwann zurückkommt, hoffentlich so schnell wie möglich, dass man dann guckt, wie sich das dann weiterentwickelt. Auf jeden Fall, lasst ein bisschen Liebe da für Kevin Trapp. Aber Basti, ich will dich fragen, was kann das für diese Mannschaft noch bringen? Weil ich merke schon, die Diskussion, die es im Umfeld gab, ne, und die es natürlich in den sozialen Medien zum Stück weit gab, die kann er hoffentlich gut ausblenden. Aber ich merke, gerade das, was du beschreibst, in der Fanszene, am Platz,
am Stadion, da ist das eine ganz andere Diskussion. Da sind die nämlich alle froh, dass er da ist. Ja, aber das haben wir auch vor der Verletzung von Santos schon gesagt. Eintracht Frankfurt kann froh sein, dass beide da sind. Ja. Das ist eine absolute Luxussituation, die sich jetzt zeigt. Wenn sich der eine gute Torwart, der wahrscheinlich eine riesen Zukunft vor sich hat, verletzt, dann ist der alte Fahrensmann jetzt wieder da. Und der halt durch seine Erfahrung genau so zurückkommen kann. Ja. So, der hat schon alles gesehen, der wird sich nicht verunsichern lassen. Und dann sagt er, boah, die Situation, die ganz ehrlich, die war für Kevin Trapp auch nicht einfach. Nee. So, ich glaube schon, dass der auch irgendwie froh war, so ein bisschen Liebe wieder empfangen zu können durch dieses Spiel. Das hast du ihm auch angemerkt, finde ich. So ein bisschen so eine Erleichterung. Ich meine, der wusste auch nicht, wie geht's für mich weiter, was mache ich jetzt im Sommer. Jetzt ist irgendwie eine Verletzung da, jetzt kommt ein junger Spieler, der sich in den Vordergrund spielt. Dieses Fußballbusiness ist ja dann auch für diese Spieler, die dann verdrängt werden, hart. Jetzt ist er plötzlich wieder gefragt, der alte Mann. So, und liefert dann so, weil er halt diese Erfahrung hat. Und er kann auf jeden Fall ein wichtiger Faktor jetzt am Saisonende werden. Weil ich glaube schon, dass andere Vereine es härter treffen würde, wenn der Stammtorwart, und das war Santos ja in dem Fall, sich verletzen würde. Bei der Eintracht hast du 2 absolute Maschinentorhüter und du kannst jetzt quasi ohne krassen Leistungsabfall weitermachen. Und das ist eine wichtige Geschichte. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine komplett verrückte Situation. Du hast die ganzen letzten Wochen das Gefühl, was passiert hier gerade? Die Legende Kevin Trapp, wird sie abgesägt vom jungen Brasilianer, der spektakulär hält, wo du das Gefühl hast, Alter, das kann der neue Dida werden, ein neuer brasilianischer Nationaltorhüter. Dann hast du diesen Torwart, der dann ab und zu aber auch einen Fehler macht und du denkst, Alter Bruder, was machst du da? Dann hast du Gerüchte, dass Kevin Trapp irgendwie doch nicht verletzt ist, dieses ganze respektlose Gelaber. Und jetzt ist alles um 180 Grad gedreht. Jetzt ist jeder froh, dass Kevin Trapp noch da ist. Manche hätten ihn sich schon weggewünscht. Und jetzt muss er die Saison mitretten. Und das ist ja Wahnsinn im Endeffekt, wie emotional das auch für alle Beteiligten ist. Ja. Für Santos ist von hier ganz oben nach ganz unten jetzt, der muss jetzt erstmal aus diesem mentalen Loch rauskommen. Trapp kommt von hier oder von der Mitte, ist wieder plötzlich im Fokus. Also das sind schon sehr viele Entwicklungen in den letzten Wochen, die wirklich viele Emotionen hervorrufen. Basti, das ist ja für alle total absurd, weil ich denke, wenn wir zurückblicken auf letzte Woche, als wir uns letzten Montag getroffen haben, da kamen wir aus einem sehr euphorischen Status, haben wir gedacht, okay, Europacup ist noch komplett möglich, ja, es ist doch absolut möglich, dass wir gegen Tottenham gewinnen. Wir kamen von einem Sieg und haben gedacht, okay, vielleicht kann man wieder Richtung Finale schielen. Und dann du hattest lauter fitte Spiele und dann kommt der schwarze Donnerstag und dann ist es tatsächlich so, dass wir einen langfristig verletzten Torhüter haben und dass wir plötzlich mit Mario Götze, ganz ehrlich, das hat man in dem Spiel einfach gemerkt. Es war essentiell, als Mario Götze verletzt rausgegangen ist, war das Offensivspiel der Eintracht ein anderes. Und das ist halt etwas. Und jetzt kommst du aus diesem Modus, du musst dich erst wieder von unten hochcrawlen. Ja, aber guck mal, ganz ehrlich, die Kurzfristigkeit, wie schnell, in was für einen kurzen Zeiträumen. Ja. Wenn du überlegst, wie wir letzten Montag die Folge, das war einfach, als wäre das irgendwie ein halbes Jahr her. Ja, genau. So, du hast komplett andere Talking Points, du hast komplett andere Emotionen. Ja. Das ist schon echt viel. Das muss man einfach auch sagen. Du hast Mario Götze in den letzten Wochen in der absoluten Prime gehabt. Ja. Du hast das Gefühl gehabt, und Ausnahme war Bremen, da wurde er wieder auf die Außen geschickt, aber als er in der Zentrale gespielt hat, was für Spiele Mario Götze gemacht hat. Gegen Ajax und keine Ahnung, you name it. Und dann ist er plötzlich weg. Ja. So, dann scheidest du gegen Tottenham aus. Die verpassten Halbfinale gegen Glimt. Die Chance wäre da gewesen, wieder ins Europapokalfinale zu kommen. Respekt übrigens an Bodo Glimt, im Elfmeterschießen weitergekommen. Dann hast du einen Fehler von Santos, dann hast du eine Verletzung von Santos, dann hast du das Comeback von Kevin Trapp, dann hast du trotzdem das wahrscheinliche Saison aus von Mario Götze. All diese Dinge. Es ist ehrlich gesagt für eine Woche ein bisschen viel. Da bin ich zum Fußballgott ehrlich und sag, Bruder, das ist mir alles ein bisschen viel. Und ich merke das auch immer noch. Ich merke das auch immer noch, dass ich fertig bin. So, ich bin einfach fertig. Und ich bin gespannt, wie man bis Samstag wieder in den Modus kommt. Modus. Weil das sind alles Dinge, die auch den Samstag beeinflussen. Ja. So, du hast einfach durch den Ausfall von Mario Götze eine unglaublich wichtige Stütze verloren. Und du siehst, das muss man ehrlich sagen, das kannst du aus dem Kader gerade nicht ersetzen. Das kannst du aus dem Kader nicht ersetzen. Was wolltest du noch ganz kurz dazu sagen? Generell so diese letzte Woche, ich finde dafür, dass wir aus der Europa League ausgeschieden sind, dass sich Santos verletzt hat, dass sich Götze verletzt hat, dass so viele Sachen passiert sind, kann man eigentlich mit... Scheiße, Alter. Ist sehr ärgerlich, aber dieses 0:0 in Augsburg ist, wenn du die ganze Woche so zurück betrachtest, gar nicht mal so schlecht, weil du hast immer noch denselben Abstand. Oh, das ist auch scheiße. Es ist zwar scheiße, weil wir nicht gewonnen haben, aber trotzdem, du hast immer noch denselben Abstand. Du hast, wie du gesagt hast, man hat es immer noch in der eigenen Hand. Du bist mit der zweiten Halbzeit rausgegangen. Eben, und das finde ich ist das Positive, dass man gesehen hat, auch ohne Götze, dass dann zum Glück doch offensiv noch was gehen kann, auch ohne ihn.
was sehr wichtig ist, weil jetzt diese wichtigen Spiele kommen, also jede Woche ist das wichtigste Spiel und so, ist ja immer, aber du hast jetzt diese 3 direkten Duelle, das erste jetzt gegen Leipzig, und dazu ist die Ausgangslage, wenn man mal guckt, dass wir auf Platz 3 stehen, nicht so schlecht. Julian sagt's. Die Ausgangslage ist nicht so schlecht und die Eintracht muss wieder in diese alle müssen wieder in diese Motivation zurückfinden. In den Modus, ja, wir müssen in den Modus zurückkehren. Aber, liebe Leute, es ist überhaupt noch nichts gegessen. Es ist alles noch möglich. Wir versuchen uns jetzt hier am Feiertag, am Feiertag wieder zurück in den Modus zu versetzen. Und liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Macht ihr, keine Ahnung, esst ihr Bienenstich, was weiß ich, esst ihr, keine Ahnung, Butterbrezel oder irgendwas. Ja, er muss eine Brezel essen. Alter, was für eine Selbstdisziplin. Also wir sind jetzt über 30 Minuten, ohne Cut haben wir das jetzt hier gemacht. Und jetzt würde ich sagen, liebe Leute, habt noch einen schönen Feiertag. Wir bringen uns wieder in den Modus. Modus. Und es geht nur zusammen, dass die Eintracht die Champions League erreicht. Zusammen wird das was. Also, Daumen drücken. Ciao, ciao. Noch 4 Spiele für den Champions League Endspurt und wir haben nochmal auf das letzte in Augsburg geguckt, der Eintracht. Leider 0:0 ausgegangen. Trotzdem können wir uns ja den Gefallen tun. Hier mal reinklicken. Basti und ich haben die Highlights des ersten Durchgangs eher mal weggelassen, aber in der zweiten Hälfte gab es ja ein paar sehenswerte Aktionen, deswegen klickt euch rein, guckt die Highlights an und dann noch schöne Ostern.